Schön. Also, wir sitzen ja heute sozusagen jeder in seinem Studio und sprechen über das bevorstehende Plan B-Event in Dubai. Schön, dass ihr beiden da seid. Hallo Ivan, hallo Felix. Hallo Daniel, freut mich, oder freut uns, dass ihr hier dabei Genau. sein dürft. Ja, also wir gemeinsam, also ihr jetzt von Passport Legacy, wir von Perspektive Ausland, wir sind ja da gemeinsam am Start im Januar in Dubai. Ich kann nur eins sagen, also wir freuen uns, viele unserer Mandanten, unsere Kunden, unsere Gäste auch auf dem YouTube-Kanal, dieses schöne einmalige Event oder dieses Seminar anbieten zu können, zu einer schönen Zeit in Dubai und an einer schönen Location. Vielleicht könnt ihr beide, Ivan und Felix, mal ein bisschen was dazu sagen. Wann genau findet es statt und wo findet es statt? Sicher gerne, ja. Liebe Grüße aus Dubai von Felix und mir. Wir sitzen hier in unserem Büro in JLT. Für die, die das wissen, das ist ziemlich nahe an der Marina, gerade auf der anderen Seite, also sehr, sehr nahe am Wasser, sage ich jetzt mal, am Meer. Wir sehen das Meer auch hier von unserem Büro, also liebe Grüße von der Wüste. Was das Event anbelangt, das wird ein Event sein, das vom 23. bis am 25. Januar in Dubai stattfinden wird. Das Event ist auf der Palme. Ich weiß nicht, wer das alles schon kennt. In Dubai gibt ein sehr interessantes Bauprojekt, das vor ein paar Jahren umgesetzt wurde, wo sehr viel Sand aufgeschüttet wurde im Meer und jetzt da eine Palme ist mit Apartments, mit Villen, mit Hotels und eine der größten Attraktionen in Dubai ist. Da findet unser Event statt. Über 3 Tage können wir euch da sehr, sehr gerne sehr viel rund ums Thema Citizenship, Residency bei Investment, Real Estate und viele weitere Themen erzählen. Genau, klasse. Und das ist auch genau das, was unsere Mandanten, unsere Zuschauer auf unserem Kanal immer wieder interessiert. Alle sind auf der Suche nach einem Plan B, nach einem Plan C. Also was kann ich tun? Wie kann ich im Prinzip den für mich passenden Plan herausfinden? Wie kann ich ihn umsetzen? Und die wichtigsten Elemente sind natürlich immer, einen Platz zu finden, wohin ich gehe. Also eine Residency. Und natürlich auch eine ganz starke Freiheitsaustrittskarte zu haben, also ein Reisedokument, was mich nicht mehr einschränkt, wenn es wieder irgendwo Lockdowns gibt oder Reisebeschränkungen gibt. Das ist also eine Sache, die auch sehr, sehr viele unserer Mandanten und unserer Kunden jetzt umtreibt. Und es ist das erste Event, das erste Seminar, das wir jetzt von Perspektive Ausland mit euch gemeinsam veranstalten und was sich nur um dieses Thema ganz speziell dreht, wobei natürlich, wie du schon gesagt hast, steuerliche Aspekte des Wegzugs, im Prinzip den geordneten Abzug, den geordneten Rückzug und vor allem, was wir auch besprechen werden, wie man eigentlich so zu einer Entscheidung kommen kann. Also wie kann ich herausfinden, wie die Kombination eines Passes oder einer Residency in Verbindung mit meiner Ist-Situation, also habe ich vielleicht eine Gesellschaft, die ich vorher noch verkaufen und auflösen muss, habe ich Immobilienbesitz und so weiter und so fort. Also wie kann ich da eigentlich den idealen Plan B für mich finden und erstellen? Genau. Vielleicht, Felix, kannst du noch mal was erzählen dazu, was dort im Programm eigentlich vorgesehen ist? Ja, natürlich. Sehr gerne, Daniel. Du hast ja gerade sehr schön erläutert, ja, was für Beweggründe es momentan gibt für deutsche Staatsbürger, so ein CBI oder RBI-Programm, so wie wir das nennen, also Citizenship by Investment und Residence by Investment, zweite Staatsbürgerschaft und Aufenthaltstitel im Ausland, gibt sehr viele Beweggründe. Und wir von unserer Seite als Passport Legacy, wir sind die Experten, wenn es um diese Programme geht. Zweite Staatsbürgerschaft und Aufenthaltsgenehmigung. Und jetzt hast du aber korrekterweise gesagt, dass da viel weitere oder viel mehr Themen gibt, die Deutschen momentan und da geht es um steuerliche Themen, um das Leben im Ausland, um die potenziellen Standorte im Ausland. Das wäre zu viel für uns, um das alleine abzudecken, auch mit eurer Expertise, die sehr weitreichend ist, aber selbst die würde da nicht ausreichen. Und deswegen haben wir uns natürlich die besten Experten mit ins Boot geholt. Wir haben unter anderem eine sehr renommierte
Anwalts- und Steuerkanzlei mit an Bord, die Schlüter Graf, offizielle Partnerkanzlei hier in Dubai von der ES, die sich mit den Themen steuerliche Seite bestens auskennen, wenn es um den Wegzug aus Deutschland geht, auch hinsichtlich einer Einkommensteuer im Ausland, Erschreckungssteuer, Wegzugsbesteuerung, Erbschaftssteuer etc. Absolute Experten in dem Feld, die werden da sicherlich einen Vortrag geben. Dann haben wir unter anderem auch einen Auswanderer, der physisch in der Karibik lebt. Ja, es ist sogar Ivans erster deutscher Kunde, ja, der dann aus seiner Sicht einfach vorträgt, was ihn damals schon bewegt hat, wie das Leben auf der Karibik beispielsweise ist, wie der Prozess verlaufen ist, also wirklich aus erster Hand Erfahrungsberichte. Da haben wir hier auch einen Arzt in Dubai, der auch schon seit Jahren hier in Dubai lebt und hier als Zahnarzt arbeitet, der uns auch ein bisschen mehr über das Gesundheitssystem in Dubai nochmal erzählen kann. Aber eben auch nochmal einen Erfahrungsbericht eben von einem Arzt, der im Ausland lebt, schon seit Jahrzehnten. Also wir haben unterm Strich sehr, sehr viele spannende, interessante Gäste, die das Event sehr schön abrunden werden und machen dann natürlich auch eine sehr interaktive Panel-Session am Ende, wo die Kunden oder Teilnehmer dann natürlich alle Fragen hoffentlich beantworten bei uns hier in dem Event in Dubai. Klasse. Vielleicht von meiner Seite auch noch etwas, ein bisschen, danke für erstmals Felix, das ist der erste Tag nur, dass ich da euch schon sagen kann, da kommt noch mehr dazu. Dieser Event ist nicht nur ein Tag, das heißt, die müssen alle nicht nur für einen Tag nach Dubai fliegen, da kommt noch mehr dazu. Sehr viele unserer deutschen Kunden oder auch generell Kunden aus dem Dachraum, weil dieser Event ist ja generell nur für deutschsprechende Kunden, interessieren sich auch für Real Estate in Dubai. Und der zweite Tag ist vor allem für diese Leute interessant, die sich diversifizieren wollen mit ihren Assets. Das heißt, wir haben auch viele Leute zum Beispiel in Deutschland die Immobilien dort verkaufen und sich ein bisschen diversifizieren wollen. Und da gibt es dann wirklich einen Vortrag und Überblick über den Dubai Real Estate Markt, der sehr, sehr interessant ist. Sehr gute Renditen und Kapitalerträge gibt. Und da gibt es wirklich einen kompletten Überblick. Da werden wir dann auch nach gewissen Vorträgen auch noch eine Rundfahrt machen für die Leute, die interessiert sind. Da werden wir in Dubai rumfahren, wir werden die besten Bauträger anschauen, dass man da wirklich auch einen sehr, sehr detaillierten Einblick hat in das Real Estate. Und der zweite Aspekt vielleicht noch, oder auch von meiner Sicht sehr, sehr wichtige Aspekt bei dieser Veranstaltung wird das Networking sein. Also der Austausch zwischen den Leuten. Das ist natürlich, zum einen werden wir Leute haben, die sich für das so etwas interessieren. Zum anderen werden wir Leute haben, die dort teilnehmen, die bereits im Prozess sind oder jetzt im Prozess sind. Und wir haben auch Leute dort, wie zum Beispiel ein Kunden von, der in der Karibik lebt, der auch einen Pass hat. Also das heißt, wir können da wirklich von allen Seiten Erfahrungsberichte kriegen und die Leute können sich austauschen. Und ich glaube, das ist auch eines der interessantesten Aspekte dieses 3-Tages-Event, weil am zweiten Tag nach der Real Estate Rundschau werden wir auch noch eine schöne Yachtparty, sage ich jetzt mal, machen, wo es dann wirklich um Gesellige geht, weil was wir gemerkt haben, alle die Leute, die an so ein Event kommen oder unsere Kunden generell, die sind alle auf der gleichen Schiene, die wollen sich austauschen. Und da geht es dann wirklich ums Gesellige, dass die Leute miteinander reden können, auch mit den Kunden reden können. Vielleicht ergibt sich ja da gewisse Networking- oder Business-Beziehungen, was auch schon stattgefunden hat. Von dem her ist das ein sehr interessanter Aspekt auch. Absolut, ja. Klasse, habt ihr einen schönen Ausblick gegeben. Und wie gesagt, Sebastian Sauerborn wird dabei sein, auf alle Fälle. Also können wir gespannt sein auf sein Thema in stürmischen Zeiten.
brauchst du einen Plan B, heißt ja der Vortrag. Und wir werden also über viele, viele Aspekte auch sprechen, wie man, wie gesagt, das ganze Thema auch geordnet angehen kann, wie man mit 5 W-Fragen, das kann ich schon mal verraten, das ist ein Punkt, auch den ich mit beitragen werde, wie man mit 5 W-Fragen relativ schnell zur passenden Entscheidungsmatrix für sich und seine Familie kommen kann und viele, viele andere spannende Themen. Also ich freue mich schon, wie gesagt, euch zu sehen, dann den ein oder anderen unserer Mandanten, unserer Kunden zu sehen, unsere Zuschauer, Zuhörer von unserem Kanal auch zu sehen. Ja, ich kann nur sagen, also die Anzahl der Plätze ist ja begrenzt. Also wer auch das jetzt hier gerade sieht oder hört, also sichert euch euer Ticket für dieses einmalige Seminar oder Event, muss man ja eigentlich schon sagen, in Dubai. In dem Sinn sehen wir uns in Dubai, oder? Felix, Ivan, habt ihr noch ein letztes Schlusswort an die Zuschauer, Zuhörer? Von meiner Seite her, ja, würde ich auch sagen, wir hoffen, euch in Dubai zu sehen. Egal welche Beweggründe euch hier hinbringt, sei es von einer steuerlichen Sache, von einem Plan B, von egal was euch dazu bringt, ich bin mir sicher, dass Daniel, Sebastian, Felix, ich und das ganze Team hier, dass wir euch da eine interessante Lösung anbieten können, zusammen mit ein bisschen Sonne und guter Gesellschaft ist das sicherlich nicht verkehrt, so das Jahr zu beginnen. Absolut. Also dann, vielen Dank, bis bald. Bis bald. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.